Hallo liebe Formel-1-Fans, der Michael und ich, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Formel Schmidt. Diesmal geht es um den Grand Prix von England natürlich. Michael, geiles Wetter, geiles Rennen und ein Ferrari-Sieg im Mercedes-Land. Wie sehr schmerzt Mercedes diese Niederlage? Ja, für Ferrari war es ein Auswärtssieg. Die hatten schon ein paar dieses Jahr. Montreal war auch einer, Österreich war einer, aber ich glaube, der in Silverstone schmerzt am meisten, weil das ist die ideale Strecke für die Mercedes, schnelle Kurven. Das passt genau auf das Aerodynamikkonzept. Hamilton ist daheim immer natürlich besonders stark. Rosberg hat gesagt, das ist eine Maschine, unschlagbar dort. Deswegen tut es weh, ganz klar. Ferrari hat sich verbessert, muss man sagen, sowohl vom Auto als auch vom Motor. Wie kam es jetzt, dass Ferrari Mercedes in Silverstone schlagen konnte? Klar, du sagst, sie haben sich verbessert. Sie haben mit dem längeren Radstand jetzt gegenüber 2017 auch darauf hingearbeitet, auf Strecken wie Silverstone besser auszusehen. Inwiefern haben sich die Aero-Upgrades, die Ferrari nach Silverstone gebracht hat, auch noch ausgewirkt? Ich glaube, erstmal müssen wir den Motor ins Spiel bringen, der ja schon in Kanada kam. Der ist eben doch besser, als man vielleicht dachte. Vielleicht jetzt weniger so vom Motor selber. Der war schon immer ganz gut. Sie haben im elektrischen Bereich jetzt zugelegt. Mercedes behauptet, am Ende der Geraden hätte Ferrari mehr elektrische Leistung, könnte mehr elektrische Leistung einspeisen. Es müssten weniger deraten, das heißt also weniger speichern. Das ist mal das eine. Dann haben sie an den Starts gearbeitet. Seit Kanada starten beide Ferrari immer besser als beide Mercedes. Das ist jetzt konstant, also da muss irgendwas dahinter stecken. Das können nicht immer nur die Fahrer sein. Und das dritte war eben dieses Aero-Upgrade. Das war ja die dritte Stufe eines längeren Programms. Es ging in Kanada los mit den Bartsports, es ging in Frankreich weiter mit dem Frontflügel, Österreich war kurze Pause, jetzt kam der Unterboden dazu. Das war das ganze Paket in 3 Stufen, ist jetzt da. Jetzt sind die Ferrari auch in den schnellen Kurven so gut wie die Mercedes. Also Mercedes muss da technisch aufrüsten, sonst wird es eng. Der Niki Lauda macht schon Druck. Ich glaube, du hast mit ihm gesprochen. Gibt es da Urlaub dieses Jahr für die Mercedes-Leute? Na gut, die 2 Wochen im August muss jeder Urlaub machen. Das kann er nicht verhindern. Aber ich glaube, sie wollen jetzt unter Umständen den Spec 3 Motor schon in Spa einsetzen, ein bisschen früher, um da Ferrari was entgegenzusetzen. Und wie gesagt, man muss auch aerodynamisch sicher noch was bringen. Es soll, glaube ich, in Hockenheim noch mal eine Kleinigkeit kommen, nicht viel, aber immerhin hier zählen jetzt Kleinigkeiten. Ja. Kann man sagen, Ferrari hat den besseren Motor als Mercedes oder würdest du trotzdem noch sagen, da herrscht Gleichstand? Na, also laut Mercedes hat Ferrari den besseren Motor. Sie hätten sowohl unten raus, also beim Beschleunigen mehr Power, als auch oben raus, eben dank der elektrischen Leistung. Und ja, bei Mercedes hatte man sich komischerweise eben bei diesem Spec 2 Motor, der mit Verspätung kam, gerade auf die Leistung im unteren Bereich konzentriert. Da ist man besser geworden, aber offenbar nicht gut genug. Gehen wir mal das Rennen durch. Hamilton, mieser Start, da ist er schon zurückgefallen. Dann Kurve 3 von Kimi Räikkönen angestoßen, torpediert. Klare Sache, oder? Ja, ganz klare Sache. Schuld von Räikkönen, so wie es sicher auch die Schuld von Vettel war in Frankreich. Die Verschwörungstheorien sind natürlich Unfug. Ferrari schickt da nicht seine eigenen Fahrer los. Vor allem, wenn die auch Chancen haben, das Rennen zu gewinnen. Kimi war ja auch bei der Musik, hat man ja gesehen. War natürlich blöd für den Hamilton. Er ist am Ende noch Zweiter geworden, hat sich dann trotzdem geärgert, was natürlich aus seiner Sicht dumm war, weil wenn ich in der ersten Kurve Letzter oder in der dritten Kurve Letzter bin und werde zum Schluss noch Zweiter, dann ist das ein Geschenk. Also das Safety Car war ein Geschenk für ihn. Er wäre sonst wahrscheinlich Sechster geworden. Also insofern ist er mit einem blauen Auge davongekommen. Der Hamilton hat sich da innerhalb von 10 Runden vom letzten Platz auf den 6. verbessert. Die Leute eigentlich überholt, als ob sie parken würden. Zeigt das nochmal die Zweiklassengesellschaft, die die Formel 1 aktuell hat und dass es eigentlich nicht sein dürfte, dass einer so schnell vorbeikommt. Ja, absolut. Das haben wir ja schon in Paul Ricard gesehen, als Vettel und Bottas durch das Feld gefahren sind. Jetzt wieder mit Hamilton. Das geht zu schnell. Das ist wirklich mehr als ein Klassenunterschied. Der fährt da durch, als würden die in der Formel 2 fahren. Das ist eines der ganz großen Probleme der Formel 1 und das wollen die Top-Teams natürlich nicht angehen, weil für die ist es eine komfortable Situation. Aber der Sport muss es angehen und das müssen die Top-Teams kapieren. Das ist einfach nicht gut für den Sport, wenn diese zweite Klasse so weit hinterherhinkt. Es war ein gutes Rennen bis dahin. Dann kam der Unfall von Marcus Ericsson, das Safety Car. Dann wurde es noch spannender, noch besser. Inwiefern hat jetzt das Safety Car, klar, dem Hamilton geholfen, aber dem Bottas geschadet? Ja, Bottas hat es wahrscheinlich geschadet. Man weiß natürlich nicht, wie es ausgegangen wäre, aber man hat ja schon gesehen, Ferrari hat eine ganz eigene Taktik auf den Rennstrecken, wo sie glauben, Mercedes ist besser. Da gehen die auf die Pole Position los oder zumindest die erste Startreihe, versuchen dann über den Start in der ersten Runde nach vorne zu kommen. Dann haben sie ein Auto, das eben so abgestimmt ist, dass es gerade mit den frischen Reifen
Tempo machen kann, dann legt der Vettel eben so einen 5-Sekunden-Vorsprung hin. Das heißt, selbst wenn ihm dann die Reifen einbrechen, hat er erstmal 5 Sekunden Luft. Es ist dann schwer für Mercedes taktisch was zu machen, weil der Abstand zu groß ist. Man kommt zwar dann näher. Der geht aber dann rechtzeitig an die Box, bleibt wieder vorne. Und das gleiche Spiel hat man dann auch im zweiten Stint. Bottas hat wieder aufgeholt. Ja. Da allerdings noch deutlicher und da war der Abstand kleiner. Das heißt, es wäre hinten raus ganz eng gewesen. Jetzt ist natürlich die Frage, ich weiß nicht, wie du drüber denkst, bei Hamilton war ganz klar richtig, draußen bleiben. Das hat ihm 3 Positionen gebracht, da ging gar nichts anderes. Bei Bottas war es ein grenzwertiges Spiel. Ja, ich denke, das war die richtige Entscheidung von Mercedes, weil das Speed-Delta lag, glaube ich, bei 1,4 Sekunden, die man schneller sein musste, um am Vordermann vorbeizukommen. Mercedes hatte nur so die Chance, das Rennen noch zu gewinnen, weil, wenn sie gestoppt hätten, sie hätten einen gebrauchten Satz Soft noch gehabt, der Vettel jetzt hinten raus dann einen frischen Soft. Ich glaube, das hätte er nicht geschafft, da am Vettel vorbeizukommen. Dann wäre er ihm wahrscheinlich erstmal wieder am Anfang enteilt und dann den Rückstand holst du nicht mehr auf. Klar, Hamilton war auch richtig, aber wir hatten es schon länger nicht mehr, dass dann 4 Autos wirklich um den Sieg gekämpft haben. War das purer Rennsport? Das war wirklich purer Rennsport, also da vorne, da ging es drunter und drüber. Bottas hat sich toll gewehrt, muss man sagen. Tolles Überholmanöver auch dann von Vettel und dann ist er natürlich eingebrochen, das sieht man oft bei Rennfahrern, wenn da mal einer vorbei ist, dann kommen auch die anderen vorbei. Er hat auch dadurch, dass er wirklich jede Runde Qualifikationsrunden fahren musste, um Vettel abzuwehren, sind die Reifen dann wirklich in die Knie gegangen. Er hatte ja die ältesten, er hat schon in Runde 21 gewechselt, Hamilton in 25, alle anderen in 32. Da war es dann natürlich ein bisschen leichter für Hamilton und für Räikkönen vorbeizufahren. Man hat dann noch gehofft, dass der Hamilton vielleicht noch rankommt an den Vettel, dass es da noch ein Duell gibt, aber da war dann eben auch die Luft raus. Ich glaube, was wir auch noch erwähnen müssen, ist, das gleiche Szenario hat man ein bisschen weiter hinten, war leider nicht im Fernsehen, weil es vorne so spannend war. Hinter Hülkenberg, der als einziger mit den harten Reifen gefahren ist, hat sich auch eine ganze Menge Autos gestaut. Da war der Ocon mit drin, der Magnussen, der Alonso, Perez, Gasly zum Schluss. Also auch da hinten war unheimlich was los. Ja, das ist in dem Fall dann halt schade, aber die Kameras müssen natürlich auf die Führungsgruppe draufhalten. Der Hülkenberg hatte geklagt, sie hatte keine Balance, wahrscheinlich auch wegen diesen Betonreifen mit den harten Reifen. Der Alonso, der alte Fuchs, wie hat er sich da zum Schluss noch an dem Magnussen vorbeigekämpft? Du hast, glaube ich, kurz mit ihm gesprochen. Ja, wir haben es ja leider nicht im Fernsehen gesehen. Es gibt auch bis heute keine Aufnahmen irgendwo auf YouTube. Er hat mir gesagt, er hat es in Kurve 3 probiert. Er konnte es auf den Geraden. Ging es nicht, weil alle in diesem Zug natürlich DRS hatten hinter Hülkenberg. Der Haas war zu schnell auf der Geraden. Der Haas hat ein kleines Handicap, weil dem Magnussen fuhr in der Startrunde sein Teamkollege rein. Der hat den Unterboden beschädigt. Und hat so 2 Zehntel, hat uns Günther Steiner erklärt, pro Runde verloren. Das heißt, er war in den Kurven ein bisschen gehandicapt. Und da ist ihm der Alonso schlau genug. Der hat wahrscheinlich gesehen, Kurven ist er nicht so stark wie ich und hat es dann eben in der ersten DRS-Zone am Ende vor Kurve 3 probiert, ist aus Kurve 2 schneller rausgekommen und ich glaube, das war auch kein ganz astreines Überholmanöver. Beide haben sich übereinander am Funk ziemlich beschwert, also irgendwas war da los, aber leider, wir haben keine Bilder. Ja, schade, aber das ist meistens so, dass die Fahrer nochmal über Funk klagen, Hamilton ja eigentlich auch am Anfang des Rennens immer wieder. McLaren ist ein gutes Stichwort. Eric Boullier ist zurückgetreten oder musste er zurücktreten? Wie siehst du das? Und jetzt die neue Struktur, die sie haben, ist es jetzt noch mehr ein Alonso-Team? Ja, also er ist zwar auf dem Papier zurückgetreten, aber er ist mit Sicherheit zurückgetreten worden oder man hat es ihm nahegelegt. Das kann man schon aus den ganzen Formulierungen rauslesen. Das ist immer der gleiche Blödsinn, den diese Firmen da veranstalten. Jetzt wurde die Spitze aufgeteilt auf 3 Leute. Ja, das ist einmal Gilles de Ferran, der eigentlich praktisch keine Formel-1-Erfahrung hat. Er war mal 2 Jahre bei BAR, war dort jetzt auch kein Wunderheiler. Der hat den Alonso letztes Jahr gecoacht in Indianapolis beim Indy 500. Dann Andrea Stella war früher sein Renningenieur bei Ferrari. Der ist zuständig für die Strecke. Dann haben wir noch den Simon Roberts, der in der Fabrik mehr oder weniger jetzt Technikdirektor ist. Also ich muss sagen, ich verstehe den Wechsel nicht ganz. Das Problem liegt ganz offensichtlich im Technikbüro und wenn das Auto schlecht ist, entlässt man eigentlich nicht den Sportdirektor. Was bei McLaren, glaube ich, fehlt, ist eine ordnende Hand im Technikbüro. Das ist viel zu weit aufgefächert. Es gibt viel zu viele Führungspositionen. Es gibt keine Führungspersönlichkeit. Ähnliches Problem bei Williams. Also da müssen sie ansetzen und ich glaube, der Sportdirektor ist jetzt zunächst einmal völlig egal. Wie lange geht es noch gut bei McLaren, aber jetzt auch im Speziellen bei Williams, so das angesprochen? Peinliche Vorstellung im Qualifying. Dann haben sie die Heckflügel gewechselt, um im Rennen wenigstens fahren zu können.
Wie siehst du da die Situation bei den beiden englischen Traditionsteams? Also ich sehe sie fast aussichtslos. Sie bräuchten eigentlich neues Führungspersonal und das an mehreren Stellen. Ja. Da geht es drunter und drüber. Ich meine, Williams, jetzt können sie ja schon immer mehr Heckflügel bauen. Die hatten da irgendein neues DRS, wollten sie erfinden. Das hat nicht funktioniert. Die Strömung ist nicht schnell genug wieder am Flügel gewesen. Das heißt, die haben Abtrieb verloren beim Schließen des DRS. Das sollte zusätzlich noch den Diffuser quasi einen Strömungsabriss herbeiführen. Also sie wollten ganz clever sein und waren eigentlich ganz dumm. Dabei mussten also zu den alten Flügeln zurück. Williams war früher mal technisch das führende Team. Das ist eine Katastrophe. Und auch bei McLaren geht eigentlich nicht richtig was vorwärts. Die Autos, der Alonso fährt mit Hängen und Würgen da ins Q2 rein. Im Rennen geht es immer ein bisschen besser. Trotzdem, man sieht, da geht nichts nach vorne. Und bei Sauber, die machen kleine Schritte und kommen immer mehr ins Mittelfeld. Man sieht, McLaren konnte sich jahrelang hinter Honda verstecken, dass eben doch nicht nur der Motor war. Ja. Ganz anderes Team, ganz anderes Beispiel ist Sauber. Die waren kurz vor dem Tod und jetzt werden sie immer schneller. Wie kommt es? Ja, ich glaube, das hat Methode eben, weil man systematisch arbeitet. Man hat gesehen, diese großen Upgrades bringen nichts, da verwirrt man sich nur. Die machen Schritt für Schritt, kleine Schritte. Mehr geht auch nicht, sagt Frédéric Vasseur, weil wir gar nicht die Produktionskapazität haben. Die verstehen diese Schritte. Jeder Schritt funktioniert. Jetzt kommt in Hockenheim kommt zum ersten Mal etwas Größeres. Man wird es zwar kaum sehen, weil alles innen im Auto ist. Es ist ein neues Kühlsystem. Kühler bleiben zwar an der gleichen Stelle, aber die ganze Durchströmung wird anders. Ich wette, der Leclerc fährt in Hockenheim wieder ins Q3 und der Ericsson mit Glück vielleicht auch. Also man hat schon so das Gefühl, das wird wieder funktionieren. Kannst du uns kurz erklären, was da beim Boxenstopp schiefgelaufen ist, bei Sauber und auch beim Ericsson, warum er abgeflogen ist? Ericsson hat offenbar vergessen, das DRS wieder zuzumachen und ein Sauber schafft es eben nicht. Ein Red Bull kann es gerade so. Und bei Leclerc ist was passiert, was dem Kimi Räikkönen schon passiert ist, was den Haas-Piloten in Melbourne passiert ist. Wenn man da nicht genau aufpasst beim Aufstecken des Rades und der Radmutter, die ist ja integriert im Rad, dann kann sich das Gewinde fressen. Beat Zehner, der Teammanager, hat gesagt, sie haben ungefähr vielleicht 600 Boxenstopps in diesem Jahr gehabt, inklusive aller Trainings. Das heißt 2400 Radwechsel, und das ist genau dreimal passiert. Also, wie gesagt, ich glaube, da kann man denen keinen Vorwurf machen. Kommen wir kurz noch auf die Politik zu sprechen. Beim Budget Cap geht es voran. Ja. Da einigen sich die Teams so langsam. Im Motorenreglement gibt es wieder eine neue Wendung. Jetzt wollen die Großen doch die MGUH behalten. Kannst du uns da vielleicht kurz aufdröseln, was da gerade so abgeht? Naja, die Großen reden sich raus. Die FIA hätte in letzter Minute wieder eine Kehrtwendung gemacht und noch schärfere Restriktionen für Turbolader und für diesen Plug-in-Motor gebracht. Das sei nicht akzeptabel. Eigentlich liegt es gar nicht an der MGUH, was ich nicht ganz glaube. Ich habe so das Gefühl, diese 3 oder 4, wobei Honda gar nicht beteiligt war, die wollen sich irgendwie abschotten gegen neue Hersteller von außen. Weil eins ist ganz klar, wenn dieses Reglement so bleibt, wie es ist, dann wird es nie mehr einen neuen Hersteller geben. Kein Mensch wird 3-4 Jahre lang Geld ausgeben, um sich zu blamieren. Und die werden sich blamieren, weil die bei Honda wissen ja auch, was sie tun und haben jetzt 4 Jahre gebraucht, bis sie so einigermaßen dran sind. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2, es werden über kurz oder lang mehr Teams sterben. Weil es ist ja, dieser Motor ist ja nicht nur oder diese Antriebseinheit ist ja nicht nur für sich komplex. Was ja auch komplex ist, der ganze Einbau. Die haben irgendwie 7, 8 Kühler da drin, 5 Elektronikboxen, das muss alles verstaut werden. Deswegen sind die Autos auch so kompliziert, wie sie sind. So ein Formel-2-Team, das kann man vergessen. Also die sind so weit weg, die können noch nicht mal ein Auto auf die Räder stellen. Und wenn, dann vielleicht auf Caterham-Niveau oder Marussia-Niveau. Also die einzige Lösung, die es überhaupt noch geben würde, wäre diese Haas-Lösung. Aber die wollen die Formel-1-Teams eigentlich nicht. Es gibt ja schon mehr und mehr Widerstand gegen Haas oder dieses Modell. Also das ist ein No-Go. Also es ist die einzige Chance, ist wirklich ein simplerer Motor. Kommen wir nochmal auf die Spitze zurück. Für mich ist Red Bull jetzt endgültig draußen, vor allem weil der Verstappen sich jetzt weggedreht hat durch dieses Break-by-Wire-Problem. Ferrari gewinnt auf einer Mercedes-Strecke. Aus meiner Sicht ist Ferrari jetzt auch der Favorit für die WM. Wie siehst du das generell? Ja, Ferrari ist Favorit. Also Mercedes muss schauen, dass sie da wieder aus der Nummer rauskommen. Red Bull ist von den Punkten her weg. Ich glaube, die nächsten 2 Rennen wird Red Bull wieder ganz stark ausschauen, aber 70 Punkte holt man nicht auf, weil die da vorne, so ein Doppelausfall wie bei Mercedes in Österreich, glaube ich, das wird es nicht nochmal geben. Und Ferrari schaut zurzeit bombensicher aus. Ja. Jetzt das Heimrennen für Vettel und Hülkenberg. Wie schätzt du das Kräfteverhältnis ein? Ich glaube, eigentlich sollte Ferrari ein bisschen besser sein als Mercedes in Hockenheim, also rein von der Papierform her. Müssen wir mal schauen, vielleicht fahren sie wieder die normale Taktik. Ja, und weil sie sich dann vielleicht denken, sind wir bei den Reifen im Rennen dann besser, ja, wenn wir das so machen. Hülkenberg, ja, es wird wieder sein Kampf um Platz 7 sein, das ist die Pole Position in der 2. Liga.
Wir hoffen natürlich auf eine volle Hütte in Hockenheim. Inwiefern wird Silverstone das nochmal beschleunigen, dass die Leute in letzter Sekunde sagen, wir müssen jetzt zum Formel-1-Rennen in die Heimat? Ich glaube schon, weil das Rennen war gut, Vettel fährt vorne mit, der WM-Kampf ist spannend. Also wer jetzt kein Ticket kauft, ist selber schuld. Ja. Deshalb, liebe Fans, pilgert nach Hockenheim. Ich glaube, uns kann wieder ein geiler Grand Prix erwarten. Entweder bei Sonnenschein in Deutschland, vielleicht regnet es auch, wir wissen es nicht. Wir werden uns dann wieder nach dem Rennen in Hockenheim melden. Der Michael, vielleicht auch der Tobi, ich. Wir schauen mal und verabschieden Sie bis dahin. Ja, ciao, ciao. Danke. Ciao.